Eine Singapore Limited in Kombination mit einer britischen Stiftungslimited, kann ich damit tatsächlich steuerfrei in Deutschland traden, solange ich mir persönlich nichts ausschütte? Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Vielen Dank an Dennis. Dennis hat uns ein Video geschickt. In diesem Video wurde diese Gestaltung, von der wir hier sprechen, vorgestellt. Ich weiß nicht, wo dieser Vortrag stattgefunden hat. Der Redner jedenfalls stellt die Lösung als eine Lösung dar, mit der man in Deutschland leben kann und praktisch steuerfrei traden kann und sein Vermögen schützen kann, solange man eben hier keine Gewinne der Gesellschaften an sich ausschüttet. Er sagt, er hat das schon vielfach implementiert für in Deutschland lebende Mandanten. So sagt er das. Die Struktur sieht so aus. Wir haben den Investor in Deutschland, der gründet zunächst eine Stiftungslimited in UK. Diese Stiftungslimited wiederum gründet eine Limited Company in Singapur. Sie ist also der einzige Gesellschafter, die Holdinggesellschaft dieser Firma in Singapur. Ich gehe dann davon aus, dass hier in Singapur ein Treuhandgeschäftsführer vorhanden ist, also irgendein Nominee, der man ein paar tausend Euro im Jahr bezahlt, und möglicherweise das Gleiche in UK auch. Das sind aber im Grunde nur sogenannte Frühstücksdirektoren, die nicht ins Tagesgeschäft involviert sind, die keine Entscheidungen treffen. Und natürlich hat der Initiator, also der Investor, auch Zugriff auf die Konten der Gesellschaft. Die Gesellschaft in Singapur hat dann ein Konto, was außerhalb Singapur ist, und ein Depot. Damit sind die Einkünfte, die hier beim Trading generiert werden, in Singapur steuerfrei. Der Berater suggeriert dann, dass die Gewinne von der Limited in Singapur an die Holding, an die Stiftungslimited in UK steuerfrei ausgeschüttet werden können. Und solange dort alles drin bleibt und der Investor sich nichts nach Deutschland ausschüttet, wird keine Steuer fällig. Der Berater sagt weiter, wenn sich der Investor nach Deutschland etwas ausschütten lässt, wird in Deutschland die Abgeltungssteuer fällig, also 25% plus Soli plus möglicherweise Kirchensteuer. Und er schlägt also vor, dass man diese Gesellschaft nutzt, um hier steuerfreies Vermögen im Ausland aufzubauen. Dennis fragt nun, ob diese Struktur so wirklich legal ist. Vielen Dank, Dennis, dass du uns dieses interessante Video hast zukommen lassen. Übrigens, wenn auch du ein interessantes Video kennst, oder wenn du eine interessante Website kennst oder irgendeine andere interessante Lösung gehört hast und du möchtest, dass wir dazu ein Video machen und das kommentieren, wir machen das anonym. Das heißt, wir nennen weder den Anbieter, den Berater, noch nennen wir natürlich hier den vollen Namen desjenigen, der uns das Ganze zusendet. Wenn du also etwas hast und uns das zuschicken willst und du willst, dass wir das kommentieren, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Die meisten Videos auf diesem Kanal sind von unseren Mandanten inspiriert, also aus der Beratungspraxis oder basieren auf Zusendungen, die wir erhalten. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du in der Fußzeile eine E-Mail-Adresse, einfach dorthin schicken, oder es gibt auch ein Formular, das du ausfüllen kannst, wo du hier ein Thema oder einen Gast vorschlagen kannst. So würde es auch funktionieren. Wie gesagt, wir sind dankbar für alle Zuschriften. Wir können dir nicht versprechen, dass wir hier zu deiner Zuschrift ein Video machen, aber wenn es so interessant ist wie dieses Thema, dann machen wir das natürlich gerne. Also zurück zu der Struktur der Singapore Limited mit der UK Stiftungslimited als Holdinggesellschaft. Lass mich in aller Klarheit sagen, was der Herr hier vorstellt, was der Herr tut, das läuft in Deutschland unter Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ein ernstes Thema. Wir haben ja hier schon vielfach auch entsprechende Fälle präsentiert. Ich will noch mal kurz 3 Fälle kurz vorstellen. Hier bei diesem Artikel auf der Webseite einer Anwaltskanzlei geht es um Steuerstrafverfahren, welche hier der deutsche Staat angestrengt hat gegen Mitarbeiter von ausländischen Banken, die angeblich Deutschen bei der Steuerhinterziehung geholfen haben. Ja, hier werden im Ausland Mitarbeiter ausländischer Banken verfolgt, wenn der deutsche Staat davon ausgeht, dass hier also Beihilfe zur Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Oder hier ein anderes Thema, zu dem wir ja erst vor kurzem ein Video gemacht haben. Da wurden in Österreich hier Schulungen abgehalten, wie man mit österreichischen Vereinen hier angeblich Steuern sparen kann oder Steuern umgehen kann. Diese Personen wurden festgenommen. Es gab Hausdurchsuchungen. Hier ein weiterer Fall aus Deutschland, ganz frisch, Anfang Januar 2025. Diese Truppe hier in Bühl,
Die veranstaltet Schulungen zum Thema EWIF, auch ein sehr umstrittenes Steuersparmodell, was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Hier ermittelt nun auch offensichtlich die Steuerfahndung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ich kenne die Details nicht, um was es da geht, aber ich kann es mir vorstellen. Also das sind nur 3 Beispiele. Dieses Thema wird in Deutschland sehr ernst genommen. Ich wundere mich immer wieder, zu was sich hier manche Leute in den sozialen Medien und in YouTube hinreißen lassen, was ja für Aussagen teilweise gemacht wurden. Vor kurzem hatte ich ein Video zu Andrew Tate gemacht, der hier geprahlt hat in aller Öffentlichkeit auf YouTube, dass er jahrelang in UK gelebt hat und dort systematisch keine Steuern bezahlt hat. Was war die Konsequenz? Mittlerweile hat der britische Staat 2 Millionen Pfund von seinen Konten gepfändet und das genau damit begründet, weil er selbst ja zugegeben hat, hier keine Steuern in UK über Jahre hinweg bezahlt zu haben. Also daher, ich finde ein solches Verhalten höchst befremdlich, wie man dann auch noch hier öffentlich machen kann, dass man hier solche fragwürdigen Steuersparmodelle unterstützt. Man muss immer davon ausgehen, dass solche Anbieter irgendwann hops genommen werden, selbst wenn sie im Ausland sind. Und das Erste, was dann natürlich passiert, ist, dass hier die Kundendatenbank dieser Anbieter dann erstmal beschlagnahmt wird. Und dann geht es ganz schnell, dass die Staatsanwaltschaft auch bei dir steht, wenn du hier ein solches Modell benutzt hast. Dann hilft dir auch leider die Selbstanzeige nichts mehr, denn dann ist ja das Vergehen der Staatsanwaltschaft bzw. der Steuerfahndung schon bekannt. Wenn du also ein solches Modell auch benutzt hast, dann würde ich dir raten, sehr schnell einen spezialisierten Anwalt aufzusuchen und mit ihm deine Optionen durchzusprechen. Nicht immer ist die Selbstanzeige der richtige Schritt, oftmals ist sie es aber nicht immer, aber das solltest du tatsächlich tun, bevor es zu spät ist. Generell würde ich dir immer empfehlen, glaub nicht alles, was du hier auf YouTube hörst oder auf den sozialen Medien hörst, stelle immer alles in Frage. Alles, was du hörst, auch was wir zum Beispiel sagen, stell es in Frage. Du kannst es als Inspiration verwenden, aber dann besprich es mit einem deutschen Steuerberater oder deutschen Steueranwalt. Ein seriöser deutscher Steuerberater oder Steueranwalt wird dir 3 mögliche Antworten geben. Die erste Antwort ist, ich kenne mich leider mit dem Thema internationale Steuergestaltung nicht aus, bitte suchen Sie jemand anders. Oder er wird zweitens sagen, ich kann gerne hier für Sie eine schriftliche Antwort ausarbeiten. Das wird wahrscheinlich ein paar tausend Euro kosten, aber dann hast du eine verbindliche Aussage und der Anwalt oder der Steuerberater haftet dann dafür, beziehungsweise eine Versicherung haftet dafür. Das heißt, du hast dann Rechtssicherheit. Oder er wird möglicherweise sagen, lass uns doch mal eine verbindliche Anfrage ans Finanzamt stellen. Dann wird dem Finanzamt diese Gestaltung vorgestellt und das Finanzamt kann dir dann verbindlich sagen, ob das wirklich hier so funktioniert, wie es angepriesen wurde. Vielleicht sagt das Finanzamt auch, wir geben Ihnen hierzu keine Auskunft, machen Sie einfach mal, lassen Sie sich beraten. Wir geben Ihnen hier jetzt keine Auskunft. In einer Betriebsprüfung wird dann möglicherweise bestätigt, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Das ist zwar keine befriedigende Aussage, aber immerhin hast du dann die Gewissheit, dass du das mit dem Finanzamt besprochen hast. Das heißt, das Finanzamt kann dann nicht so ohne weiteres mehr sagen, dass es sich um eine Steuerhinterziehung handelt. Vielleicht um einen Fehler, vielleicht hast du zu wenig Steuern bezahlt, aber hier nicht mit Absicht Steuern hinterzogen. Wenn sich dein Steuerberater oder dein Anwalt nicht auskennen mit internationalen Themen, wir kennen hier Top-Steuerkanzleien in Deutschland, die nur in dem Bereich internationale Steuergestaltung tätig sind, die dir eine verbindliche Aussage zu solchen Modellen, zu solchen Gestaltungen machen können. Wenn wir mit Mandanten zusammenarbeiten, arbeiten wir immer mit Steuerberatern und Anwälten in den verschiedenen Ländern zusammen, sodass dann immer ein hohes Maß an Verbindlichkeit besteht. So, jetzt habe ich aber sehr viele einleitende Worte hier gemacht. Jetzt komme ich mal zu der eigentlichen Struktur. Also, dass man mit dieser Struktur hier steuerfrei in Deutschland traden kann, ist natürlich absoluter totaler Quatsch. Das stimmt nicht. Und das stimmt aus vielerlei Gründen nicht, die ich dir jetzt hier vorstellen werde. Also zunächst mal muss dir ganz klar sein, dass du diese Struktur hier dem Finanzamt in Deutschland melden musst. Hier ist der entsprechende Gesetzestext, Paragraph 138 der Abgabenordnung. Also, jetzt würde natürlich der Anbieter argumentieren, naja, diese Stiftungslimited, die gehört ja niemandem, du bist also gar nicht wirklich der Gesellschafter und weil es dir nicht gehört, deswegen musst du doch keine Meldung machen. Das stimmt nicht. Die Meldung ist nicht nur dann zu machen,
wenn du an der Gesellschaft beteiligt bist. Ich zeige dir den Text. Die Meldung ist fällig, wenn die Tatsache erfüllt ist, dass du alleine oder mit nahestehenden Personen im Sinne des Paragraphen 1 des Außensteuergesetzes erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftlichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaatgesellschaft ausübst. Drittstaatgesellschaft wohlgemerkt, ja, nicht EU. Denn UK und Singapur sind beides Drittstaatengesellschaften. Also allein die Tatsache, dass du als graue Eminenz hier dahinter stehst, dass du hier die Entscheidungen triffst, dass du über das Bankkonto wahrscheinlich Kontrolle hast der Gesellschaften oder hier entscheidest, wie getradet wird, das reicht aus, damit hier eine solche Meldepflicht entsteht. Ja, also das ist schon mal das Erste. Das heißt, vertraulich ist das Ganze nicht. Ja, hier musst du also eine Meldung machen. So, und aus dem gleichen Grund ergibt sich dann auch hier in Deutschland tatsächlich die Steuerhinterziehung. Denn du bist ja sowohl in der britischen Gesellschaft als auch in der Gesellschaft in Singapur derjenige, nehme ich an jedenfalls, der von Deutschland aus tradet, der Zugriff auf das Konto hat, der hier die wichtigen Entscheidungen des Tagesgeschäfts in Deutschland fällt. Was auch immer Tagesgeschäft bei einer solchen Gesellschaft bedeutet, wie gesagt, die Trading-Strategie oder sowas auszuarbeiten, das erfolgt alles von Deutschland aus. Damit haben beide Gesellschaften, die UK-Gesellschaft und auch die Singapur-Gesellschaft, eine Betriebsstätte in Deutschland. Ort der Betriebsstätte ist aber Ort der Besteuerung. Das heißt, beide Gesellschaften sind voll in Deutschland als Körperschaften wie eine deutsche GmbH steuerpflichtig. Und wenn du diese in Deutschland nicht anmeldest, zum Beispiel mit einer Niederlassung und dort in Deutschland die Steuern bezahlst über eine GmbH, dann begehst du Steuerhinterziehung. Und das ist der Grund, warum dir das hier ein steuerliches Problem bereiten wird. Das ist ein Grund, warum das Ganze in Deutschland steuerfrei nicht funktioniert. Es spielt dabei keine Rolle, ob du ein Geschäftsführer in Singapur und UK bestellt hast. Solange du derjenige bist, der hier im Hintergrund die Strippen zieht, der hier die ganzen Entscheidungen trifft, bist du de facto geschäftsführend tätig, insbesondere dann, wenn du auf das Konto, auf die Depots der Gesellschaften Zugriff hast. Dann bist du derjenige, der geschäftsführend tätig ist. Das wird extrem ernst genommen in Deutschland. Das sind so Fälle, wo dann auch schon mal die Kavallerie anrückt. Also ich meine, wo es dann zur Hausdurchsuchung und so weiter kommt. Ja. Die Tatsache, dass du das besitzt, ist gar nicht das Problem. Hättest du jetzt in Singapur einen Geschäftsführer, dem du 10.000 Euro im Monat bezahlst und der wirklich das Trading macht, dann sähe das Ganze möglicherweise anders aus und das gleiche in UK natürlich auch. Dann kannst du ja sagen, das wird im Ausland gemacht. Das ist einer der Gründe, warum die Liechtensteinische Stiftung übrigens so gut funktioniert für Deutsche. Denn dort hast du ja per Gesetz keinen Zugriff auf die Stiftung. Du hast dort einen Anwalt, einen Steuerberater in Liechtenstein, der die Geschäfte der Stiftung führt. Du darfst als Stifter überhaupt nichts machen. Und weil du nichts machen darfst, weil du nichts machen kannst, weil du keinerlei Verfügungsrechte wirklich hast, sondern diese alle vor Ort in Liechtenstein ausgeübt werden. Und natürlich, weil Liechtenstein auch EWR-Land ist, also de facto EU, ja, deswegen funktioniert die Liechtensteinische Stiftung so gut, aber solche Drittstaatenkonstellationen im Grunde genommen nicht. Also das ist das wichtigste Problem. Die Betriebsstättenproblematik, die ich gerade eben beschrieben habe, ist bei allen Auslandsgesellschaften, wenn man in Deutschland wohnt, das wichtigste Problem, die größte Herausforderung. Und das ist auch schon immer so, das ist schon seit Jahrzehnten so gewesen. Betriebsstättenproblematik, Betriebsstätte, die ausgelöst wird dadurch, dass in Deutschland ein Geschäftsführer, auch wenn es so ein Quasi-Geschäftsführer ist, der formal gar nicht als Geschäftsführer bestellt ist, der hier etwas zu sagen hat zu der Gesellschaft, wenn der in Deutschland lebt und in Deutschland vor Ort die Tätigkeiten der Geschäftsführung ausübt. So, was gibt es für weitere steuerliche Risiken? Die Stiftungslimited ist ja letztlich wie ein Verein organisiert. Das heißt, wenn die Stiftungslimited Eigentümerin der Gesellschaft in Singapur ist, dann ist das ja nicht deine Gesellschaft, denn du bist ja dann nur Vereinsmitglied. Das ist ja der Gag. Du willst ja sozusagen eine Stiftung haben, du willst das Ganze ja vermögend von dir fernhalten. Das heißt, sämtliches Kapital, was du in diese Gesellschaft hineingibst, zum Beispiel um dein Trading zu finanzieren, darauf fällt Schenkungssteuer an, und zwar 30% Schenkungssteuer. Denn hier kommt es ja zu einem Eigentümerwechsel. Wenn du also jetzt zum Beispiel an die Gesellschaft in Singapur auf das Depot oder eben in die Stiftungslimited hier 100.000 Euro hineingibst, fällt hier 30% Schenkungssteuer an. Hier gilt die ungünstigste Schenkungssteuerklasse. Wie dann der Berater hier richtig in dem Video erzählt hat, sind in Singapur dann Gewinne,
welche die Gesellschaft im Ausland erwirtschaftet und nicht in Singapur, steuerfrei. Er sagt dann, dass die Gewinne hier an die Holding in UK ausgeschüttet werden und dass sie in UK dann auch steuerfrei sind. Aber das ist natürlich nicht so. Zwar hat UK und Singapur ein Doppelsteuerungsabkommen, zwar gibt es im UK ein Holding-Privileg, aber da fallen natürlich nur Gewinne von Tochtergesellschaften drunter, die bereits im Ausland versteuert wurden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tochtergesellschaft habe in Deutschland, dann zahlt diese deutsche Tochtergesellschaft ja Steuern auf die Gewinne, die dort erwirtschaftet werden. Der Rest kann dann in die Stiftungslimited ausgeschüttet werden. Dort entsteht dann keine weitere Steuer, denn die Gewinne sind ja bereits versteuert. Aber wir haben ja gerade eben gesagt, dass Auslandsgewinne in Singapur nicht versteuert werden. Fließen diese also nun in die UK-Gesellschaft hinein, würden sie dort mit der britischen Körperschaftssteuer 25% besteuert werden. Das Doppelbesteuerungsabkommen gilt nicht für solche Gewinne. Es heißt ja Doppelbesteuerungsabkommen. Ist aber nicht bereits Steuer im Ausland geflossen, dann wird natürlich dann Steuer im UK fällig in diesem Fall. So, das ist die nächste Steuerfalle. So, das hat der Anbieter gesagt, solange die britische Gesellschaft nichts ausschüttet, fällt keine weitere Steuer an. Das ist auch im Prinzip korrekt so. Und wenn die jetzt etwas hier an den Gründer ausschütten würde, müsste der in Deutschland Abgeltungssteuer zahlen. Das ist falsch. Denn die britische Stiftungslimited ist ja keine Kapitalgesellschaft. Sie kann also keine Dividenden ausschütten. Dividenden werden mit 25% in Deutschland besteuert. Was aber hier die Stiftungslimited ausschüttet, sind keine Kapitalerträge. Das sind möglicherweise Zuwendungen aus der Stiftung, Honorare vielleicht, die dort ausgeschüttet werden, sonstige Einkünfte. Das würde aber in Deutschland mit Einkommenssteuer belegt werden und nicht mit Abgeltungssteuer. Also muss möglicherweise sehr viel höher besteuert werden als diese 25%. Und wegen all der hier genannten Gründe ist diese Struktur absolut ungeeignet, wenn du in Deutschland lebst und da möglicherweise dir vorstellst, dass du steuerfrei traden könntest. Du handelst dir damit nur Ärger ein und horrend hohe Steuern. Das macht also steuerlich überhaupt keinen Sinn. Tatsächlich ist es so, dass es sehr wenige Möglichkeiten gibt, mit einer Auslandsgesellschaft hier steuerfrei zu traden in Deutschland. Wie gesagt, du kannst eine Gesellschaft in Singapur gründen. Es gibt ein Doppelsteuerungsabkommen zwischen Singapur und Deutschland. Du brauchst diese seltsame Stiftungslimited gar nicht dazwischen. Du darfst das gründen. Du musst aber dann wirklich vor Ort jemanden haben, der hier tatsächlich dann das Trading für dich macht. Wenn du also in Singapur ein Family Office hast, wo hier tatsächlich getradet wird und du hast damit nichts zu tun. Du bist nur der Investor, du bist also nur passiv hier an der Gesellschaft beteiligt, bist aber nicht aktiv darin involviert. Das kannst du machen, das wäre komplett legal. Dann würde es natürlich nicht steuerfrei gehen, denn es gibt ja in Deutschland die Mindeststeuer. Das heißt, 15% werden hier fällig werden auf diese ausländischen Gewinne, die nicht in Singapur versteuert werden müssen. Hier kommst du also steuerfrei nicht drumherum. Dann musst du nochmals die Abgeltungssteuer auf Ausschüttungen zahlen. Aber das wäre legal möglich. Ob es jetzt Sinn macht wirklich, das möchte ich jetzt mal in Zweifel stellen. Tatsächlich wirst du mit einer deutschen GmbH vielfach sehr viel weiterkommen. Die deutsche GmbH zum Beispiel zahlt ja auf den Verkauf von Aktien nur sehr geringe Steuern, 1,5%. Das kriegst du so ohne weiteres mit einer Gesellschaft in Singapur nicht hin. Und dann zahlst du auf die Ausschüttung aus der GmbH wiederum die Abgeltungssteuer, also die 25% plus Soli plus Kirchensteuer. Wenn es also um Aktien geht, wäre das eine sehr viel intelligentere Struktur. Bei Kryptos bist du nach einem Jahr aus der Spekulationsfrist draußen, dann ist auch hier die Veräußerung steuerfrei. Auch da ist es viel besser, die Kryptos im eigenen Namen zu halten. Generell kannst du davon ausgehen, dass eigentlich Auslandsgesellschaften meistens nur Sinn machen, wenn du Deutschland tatsächlich verlässt, wenn du auswanderst und dann in ein Land umziehst, wo es kein strenges Außensteuergesetz gibt oder gar kein Außensteuergesetz gibt. Gute Beispiele sind zum Beispiel die Schweiz, Dubai, Malta, Zypern. Da lassen sich dann solche Strukturen durchaus nutzen. Aber mit Wohnsitz Deutschland, muss ich leider sagen, ist es nicht möglich. Und ich würde dir sehr stark davon abraten, so etwas zu etablieren. Ja, Dennis, soweit meine Einschätzung zu diesem Video. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen. Wenn auch du dich mit solchen Plänen hier herumträgst, wie du dich steuerlich optimieren kannst, wie du auswandern kannst, wie du im Ausland Steuern sparen kannst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als nur Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Uns ist es wichtig, dass das Ganze rechtskonform funktioniert, dass du ruhig schlafen kannst.
dass das alles transparent ist gegenüber dem Finanzamt, solange du in Deutschland wohnst. Oder wenn du eben nicht mehr in Deutschland wohnst, dann lassen sich natürlich andere Möglichkeiten nutzen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.